Wie erkennst du einen Nebensatz? Als erstes, warum ist das wichtig? Ganz einfach, das Verb geht in Nebensätzen immer an das Satzende und genau deshalb musst du diese immer erkennen. Und die meisten Lehrer sagen dir hier, es gibt sogenannte unterordnende Konjunktionen und auch ein paar Pronomen, die das Verb immer ans Ende schicken. Diese musst du wissen, auswendig lernen. Das Problem hierbei, es sind ganz schön viele, oder? Und deswegen zeige ich dir in dem heutigen Video, wie du Nebensätze erkennst, ohne diese kleinen Wörter alle auswendig zu lernen. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch, dem Kanal für deutsche Grammatik. Heute geht es um die Nebensätze und konkreter darum, wie du Nebensätze erkennst. Du hast da grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit 1, du lernst alle unterordnenden Konjunktionen und die Relativpronomen auswendig. Wenn du gern Option 1 machen möchtest, findest du unter dem Video eine Liste mit den wichtigsten unterordnenden Konjunktionen und in meinem E-Book 40 plus Grammatiklisten findest du auch eine vollständige Liste aller unterordnenden Konjunktionen. Das sind aber eine ganze Menge, deswegen möchte ich dir auch Option 2 zeigen. Diese Option funktioniert fast immer und ist auch hier vor allem dafür gedacht, beim Sprechen dich flüssiger zu machen, dass du nicht so lange überlegen musst. Und natürlich auch für Tests, wo du einfach nicht nachschauen kannst. Deswegen hier meine 2 Tipps zu Option 2. Als erstes den Tipp, der nicht immer funktioniert, aber dafür, wenn es zutrifft, dir eine wirklich 99%ige Chance bietet. Und das ist, fängt das erste Wort im Satz, also das, was groß geschrieben wird oder das direkt hinter dem Komma, mit einem W an. Wenn das mit einem W anfängt, dann hast du eine 99%ige Chance, dass das Ganze ein Nebensatz ist. Denn die meisten unterordnenden Konjunktionen fangen mit W an und Konjunktionaladverbien, da gibt es fast gar keins, welches auch mit W anfängt. Es gibt nur eine Ausnahme, wenn das Verb an Position 1 steht, also direkt hinter dem Komma oder ganz vor dem Satz, dann ist es natürlich kein Nebensatz, weil das Verb steht ja schon dort vorn. Aber alles, was kein Verb ist und mit W anfängt, da hast du eine 99%ige Chance, dass das Verb ans Ende des Satzes geht. Und der zweite Tipp, der ist etwas schwieriger umzusetzen, aber trotzdem musst du da beachten, dass du einfach einen einfachen Test machen kannst. Und ich gebe dir diesen Test am besten mal anhand von 2 Beispielen. Nehmen wir uns zum Beispiel den Satz, ich komme heute Abend später, weil ich noch etwas machen muss. Hier haben wir den Nebensatz, weil ich noch etwas machen muss. Wenn wir jetzt nicht wissen, ob weil das Verb ans Ende schickt, dann können wir einen einfachen Test machen. Nämlich, wir setzen das Subjekt, hier ich, direkt hinter dieses Wort, also hinter weil. Wenn das funktioniert, dann geht das Verb ans Ende. Wenn das nicht funktioniert, dann ist das Ganze ein Hauptsatz und das erste Wort ist ein Konjunktionaladverb oder etwas, was das Verb einfach nicht ans Ende schickt. Zum Beispiel, deswegen, ich muss noch etwas machen, das funktioniert nicht. Hier müsstest du sagen, deswegen muss ich noch etwas machen. Und genauso funktioniert das bei allen anderen Konjunktionaladverbien. Ganz einfach, die zählen schon als Position 1 und dementsprechend muss das Verb folgen. Du kannst nicht das Subjekt direkt dahinter stellen. Bei allen Konjunktionen, die das Verb ans Ende schicken, da kann das Subjekt aber natürlich direkt dahinter stehen. Deswegen, das ist mein Tipp, wenn das mit W anfängt,
dann hast du sowieso eine 99%ige Chance, dass das Verb ans Ende geht, außer es ist das Verb selbst, was dort von steht, oder du stellst eine Frage, natürlich, warum kommst du später? Das schickt das Verb natürlich auch nicht ans Ende, aber ansonsten direkt am Satz anfangen und hinter dem Komma mit W, dann höchstwahrscheinlich Verb ans Ende und ansonsten noch darauf achten, dass du das Subjekt dahinter setzen kannst. Wenn ja, Verb ans Ende, wenn nein, Hauptsatz und dann das Verb direkt hinter das Wort, das diesen Satz einleitet. So, bevor du abschaltest, schau dir noch meine Playlist an. Ab morgen werde ich nämlich Videos veröffentlichen, in denen ich all die wichtigsten unterordnenden Konjunktionen dir nochmal ganz genau in eigenen Videos erkläre, wann und wie du diese benutzen musst. Also, wir sehen uns morgen wieder beim ersten, nämlich mit den Das-Sätzen, also mit der Konjunktion das ist das mit Doppel-S und danach findest du hier auch alle anderen in der Playlist verlinkt. Ich hoffe, du hast damit heute wieder sehr viel gelernt und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen, die Nebensätze richtig zu erkennen. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib einfach einen Kommentar hier unter dieses Video und eine kleine Aufgabe noch für dich zum Schluss. Schreib einfach mal alle unterordnenden Konjunktionen, die dir jetzt direkt aus dem Kopf einfallen, hier als Kommentar unter dieses Video und ich werde nachschauen, ob das wirklich alles unterordnende Konjunktionen sind, die das Verb ans Ende schicken.